Mein Thema lautet Migräne und Schilddrüsenunterfunktion. Starke, pulsierende Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Licht- und Geräuschempfindlichkeit sind nur einige Symptome von Migräne. Hierbei handelt es sich um eine echte Volkskrankheit, unter der laut aktueller Zahlen des Robert-Koch-Institutes fast 10 Millionen Menschen in Deutschland leiden. Ich darf mich kurz vorstellen, ich bin Arzt im Ruhe- oder besser ausgedrückt im Unruhestand und setze mich mit Stoffwechselkrankheiten auseinander, auch aufgrund eigener Betroffenheit. Migräne tritt nicht selten als Begleiterkrankung, sprich Komorbidität, bei Schilddrüsenunterfunktion auf, vornehmlich in Form von Morbus Hashimoto. Dieser Zusammenhang muss unbedingt zur Sprache gebracht werden, weil er bislang viel zu wenig Beachtung fand. Mehr und mehr werden jedoch in den letzten Jahren Studien zu diesem Thema veröffentlicht, mit teilweise sensationellem Erfolg. Laut einer Aussendung des Robert-Koch-Institutes im Jahre 2020 leiden in Deutschland allein 14,8% der Frauen und immerhin 6% der Männer unter Migräne. Eine beachtliche Zahl legt man eine Bevölkerungszahl von 80 Millionen zugrunde. Bei Migräne handelt es sich um eine neurologische Erkrankung, die oft, wie gesagt, mit einer Schilddrüsenfehlfunktion einhergeht. Die Schilddrüsenfehlfunktionen zählt man jedoch zu den endokrinologischen Erkrankungen, das heißt also Erkrankungen, die hormonerzeugende Drüsen betreffen. Morbus Hashimoto ist eine Form der Schilddrüsenunterfunktion und steht hierbei im Vordergrund. Bei Migräne treten auf, wie gesagt, in der Regel halbseitige Kopfschmerzen mit oder ohne Aura, Erbrechen, Durchfälle und auch Kollapsigkeit. Auch Lähmungen und Missempfindungen stellen sich ein. Die Aura zeigt sich zum Beispiel in Form von Lichtblitzen, Bildverzerrungen und Skotomen. Unter Skotome versteht man fleckförmige Lichtbildausfälle oder besser gesagt Sehfeldausfälle. Eine Migräneattacke dauert bis zu 72 Stunden. Eine mögliche Ursache ist von Migräne eine Schilddrüsenunterfunktion. In vielen Fällen von Migräne muss von einer bestehenden subklinischen, das heißt unentdeckten oder manifesten, das heißt bereits bekannten, Schilddrüsenunterfunktion ausgegangen werden. Das Übel in diesem Zusammenhang ist, dass der neue Richtwertebereich für das wichtige Hormon TSH von 0,4 bis 2,5 Millieinheiten pro Liter Blut als strittig bezeichnet wird, obgleich der alte bereits von namhaften internationalen Experten verworfen wird und der neue im Ärzteblatt auch publiziert wird. Der alte beträgt noch 0,2 bis 4,3 Millieinheiten pro Liter Blut. Bei TSH handelt es sich um ein von der übergeordneten Hirnanhangdrüse ausgeschüttetes Hormon, das die Arbeit der Schilddrüse moduliert, das heißt zügelt. Das Festhalten am alten, zu großzügig gefassten Richtwertebereich bringt mit sich,
dass Schilddrüsenerkrankungen nicht frühzeitig erkannt werden und der Patient bezüglich einer Schilddrüsenfehlfunktion als nicht behandlungsbedürftig betrachtet wird. Die Folge ist das Fortschreiten der Schilddrüsenunterfunktion und das mehr oder weniger stetige Wiederkehren der Migräneattacken trotz Behandlung. Das Hormon TSH im Blut wird meistens erhoben, um auf die Schnelle zu prüfen, ob ein Verdacht auf eine Schilddrüsenfehlfunktion gerechtfertigt ist. Verhängnisvoll jedoch, wenn die alten Richtwerte angewandt werden, wie eine jüngere Studie von Frau Dr. Anastasia Bougea von der Neurologischen Universitätsklinik in Athen in Griechenland zeigt. Auch Studien, die in Turin in Italien zu diesem Thema durchgeführt wurden, kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Nun zur Studie von Frau Dr. Anastasia Bougea. 2 Monate hindurch wurde Migränepatienten ohne Aura das Schilddrüsenhormon Levothyroxin verabreicht. Nach Abschluss der Studie zeigte sich, dass die Anzahl der monatlichen Migränetage von 14,7 auf 1,9 sank. Das ist eine Abnahme um 87,1%. Ein signifikantes Ergebnis. Es handelt sich dabei um Patienten, die der alten Definition nach unter subklinischer Hypothyreose eingereiht werden. Also noch normale Schilddrüsenhormonwerte, allerdings unter Anführungszeichen, aber schon erhöhte TSH-Werte, also über 2,5 Millieinheiten pro Liter Blut liegend, aber unter 4,3 Millieinheiten pro Liter sich befindend. Der neuen Definition zufolge liegt jedoch bereits eine behandlungsbedürftige Hypothyreose vor. Natürlich müssen auch die normalen Schilddrüsenwerte hinterfragt werden. Eine weitere Möglichkeit von Migräne ist Vitamin-D-Mangel. Auch Vitamin-D-Mangel spielt eine große Rolle. Entsprechend einer Publikation des Robert-Koch-Institutes wird erst ein Vitamin-D-Wert im Blut von 50 Nanogramm pro Milliliter als ausreichend betrachtet. Wird dieser Wert als Richtwert gewählt, so leiden über 30% der Bevölkerung in Deutschland an Vitamin-D-Mangel. So berichtet die Plattform Kinder- und Jugendärzte im Netz, dass ein hoher Prozentsatz von Kindern und jungen Erwachsenen unter Vitamin-D-Mangel leidet. Die Beeinträchtigungen der Leistungen in der Schule und am Arbeitsplatz liegen auf der Hand. Vitamin D hält den Kalziumspiegel konstant, sorgt für die Mineralisierung der Knochen und fördert ungemein die Reifung der Immunzellen. Eine Gegebenheit, die im Hinblick auf die Corona-Pandemie, glaube ich, große Bedeutung hat. Zudem hat Vitamin D entzündungshemmenden Charakter, ähnlich dem Cortison. Konsequenzen. Bei Migräne muss der neue Richtwertebereich für das Hormon TSH zugrunde gelegt werden und bei Werten außerhalb dieses Bereiches muss ein kompletter Schilddrüsenstatus gemacht werden. Das heißt TSH, das heißt die Schilddrüsenhormone FT3 und FT4 und gegebenenfalls auch
Calcitonin, das im Rahmen der Diagnostik immer mehr an Bedeutung gewinnt. Selbstverständlich auch die Autoantikörper TBO, TRAC und TGAK, also das Thyroglobulin. Zudem gewinnen die Gegenspieler von Calcitonin, sprich Antagonisten, immer mehr an Bedeutung bei der Migränetherapie. Weiters muss der Jodgehalt im Urin unbedingt bestimmt werden, um Jodmangel durch die Nahrung auszuschließen. Laut dem bekannten Buchautor und leider viel zu früh verstorbenen Professor Andreas Holze ist ein Jodgehalt im Urin von 150 Mikrogramm pro 1 Gramm Kreatinin täglich ausreichend. Bei normalem Jodgehalt im Urin, aber manifester oder subklinischer Schilddrüsenunterfunktion, besteht nämlich eine Jodverwertungsstörung und kein Jodmangel in der Nahrung. Die Nahrung ist eine wichtige Quelle der Jodaufnahme und bedarf einer kritischen Prüfung. Entsprechend dem Dokument der Deutschen Gesellschaft für Ernährung genügt laut WHO auch in der Schweiz eine Jodaufnahme von 150 Mikrogramm täglich. Hier muss man festhalten, dass in den letzten Jahren jedoch die Richtwerte für die Jodaufnahme ständig erhöht wurden. Gleichzeitig ist jedoch in den Lebensmitteln der Jodeintrag gestiegen. Auch das Einatmen von jodhaltigen Dämpfen, sprich Aerosolen, ist eine Quelle zur Jodaufnahme. Breit aufgetragene jodhaltige Desinfektionsmittel und auch Konservierungsmittel verursachen gleichfalls eine übertriebene Jodaufnahme im Körper. Zum Beispiel eingesetzt zur Flächendesinfektion in Betrieben wie Metzgerei, Bäckerei oder auch in Großküchen, natürlich auch in Operationssälen, Molkereien und nicht zuletzt in Viehställen. Bei flüssigen Reinigungsmitteln wird gerne Jod als Konservierungsmittel zugesetzt. Nicht zuletzt muss erwähnt werden, dass Schilddrüsenblocker auch eine nicht unerhebliche Rolle spielen, wie zum Beispiel Fluor, vorkommend in Zahnpasten, Brom zum Beispiel, vorkommend in Flammschutzmitteln, wie zum Beispiel Tapeten oder Laptop-Gehäuse. Die Therapie muss sein eine jodarme Diät, wenn kein Jodmangel im Urin vorliegt. Und das ist meistens der Fall. Zusätzlich Meiden von Schilddrüsenblockern, wie zum Beispiel Fluor, Brom und so weiter, bereits erwähnt. Auch für eine ausreichende Vitamin D-Aufnahme muss gesorgt werden. Eine Vitamin D-Dosis von 1000 bis 2000 Einheiten täglich ist als Erhaltungsdosis empfehlenswert. Bei einem krassen Mangel muss natürlich wesentlich mehr an Vitamin D täglich aufgenommen werden. Einnahme von Schilddrüsenhormontabletten wie zum Beispiel Levothyroxin ist geboten, vorübergehend oder auch unter Umständen für längere Zeit bzw. lebenslang. Unter Umständen muss man sich auch bei tumorösem Geschehen einer Operation unterziehen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.